Künstler müssen sich zusammentun und müssen über diese Situation des Wegflüchten müssen, sein Leben zu retten, vielleicht auch sein Schaffen zu retten, müssen wir was gemeinsam machen. Das Projekt Kulturhilfe Ukraine ist am Institut für Auslandsbeziehungen im März diesen Jahres gestartet als Zeichen der Solidarität mit den ukrainischen geflüchteten Kunst- und Kulturschaffenden. Sie alle können sich an uns wenden mit solchen Fragen wie zum Beispiel, wie finde ich einen Partner, um meine Projekte voranzutreiben, wie kann ich eine Förderung bekommen, wo finde ich Stipendien, wo finde ich Residenzen. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ist natürlich auch sehr froh darüber, dass man mit dieser Kontaktstelle auch die baden-württembergischen Kultureinrichtungen unterstützt, die selbst Ideen haben und Projekte machen möchten mit ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern. Besonders wichtig ist uns dabei natürlich auch, dass diese Kontakte, die dabei geknüpft werden, auch nachhaltig genutzt werden können. Solidarität bedeutet, dass wir zueinander stehen, dass wir gerade die sensiblen, empfindsamen Leute auf ihren Weg zurückbringen, dass wir aus unserer gesicherten Situation oder Position von Westeuropa aus eben Beistand, Support geben und auch uns zusammentun und zu sagen, wo ist unser gemeinsames Thema? Wo können wir ansetzen, um aus der Situation heraus etwas aufzuarbeiten? Mir geht es jetzt nicht um den einen Fall der Solidarität, sondern ich würde eher um die menschliche Solidarität, also würde ich auf die menschliche Solidarität eingehen. Das heißt, dass man mit Menschen solidarisch ist, die in einer aktuellen, persönlichen, schwierigen Situation ist, da es auch eine schwierige politische Situation ist. Also Solidarität als menschliches Phänomen und als nicht berufsbezogen. Ich hatte gerade noch eine Woche vorher meine erste Ausstellung, neueste Ausstellung in Kiew eröffnet und hatte einen schrecklichen Schock, weil ich dachte, wenn jetzt Kiew bombardiert wird, gehen meine Werke zugrunde. Ich habe aber gesagt, ich muss gegensteuern und darum haben wir dann das Escape-Projekt initiiert. Seit 2016 war ich mit einem Stück unterwegs, wo ich makaber und mit Schwarzhumor versucht habe, so ein bisschen aufzurütteln und sagte, ja, visit Russia before Russia visits you. Man hat mich ausgelacht oder man hat sich drüber gelacht und sagt, ja, das ist aber sehr ein schwarzer Humor. Oder man hat gesagt, du bist ein Nestbeschmutzer oder du bist ein Spalter, du bist ein Kriegstreiber. Und ich habe gesagt, nein, die werden es nicht aufhören. Und als es dann passiert ist, war es für mich eine wahnsinnige Frustration, wenn etwas eintritt und viele Menschen total überrascht sind. Also so muss es vielleicht sich Cassandra gefühlt haben, als dann Troja gefallen ist. Was in dem Fall eben nicht sein wird, weil Ukraine ja eben nicht fallen wird und auch siegen wird. Я дуже мирна людина. Я завжди, в мене всі вистави, які я зробив за життя для дітей, для дорослих, для всіх, всі пропитані любов'ю. Всі надзавдання всіх вистав люби ближнього до тебе людину і тебе будуть любити. І я взагалі не розумію ні агресії, нічого. Це для мене це не моя філософія, це не моє взагалі. І тому в виставах для дітей, які я робив до війни, буду робити після війни, мені б дуже хотілося, щоб я зберіг оте ставлення до життя. Жодної вистави я не маю, де хтось кого б з'їв, вбив, жодної краплини крові. Бо це моя позиція, я цього не приємлю взагалі. На самом деле сейчас, в данный момент, после того, как я уже здесь 3 месяца, я уже могу работать, я уже могу писать картины. Но первый месяц для меня был самым сложным, потому что у меня были очень серьезные, сложные моменты, которые я не знала, как пережить. У меня начинались трястись руки, и были даже дни, когда я не могла ничего делать. И принять вообще войну очень сложно. Даже учитывая, что я там была, все слышала и даже видела частично, я
до последнего не могу поверить, что это реальность. Ну, в даний момент, після приїзду в Німеччину, я трохи, не знаю, ми трохи заспокоїлись. І в мене є художній проєкт. Він на тему людей. Це така велика керамічна інсталяція, скульптурна. Ідея цієї роботи, що вона об'єднує всіх людей. І вона така на тему України, на тему європейців, що ми всі схожі, ми всі підтримуємо один одного. Ну, це треба побачити. Якщо побачити, воно сподобається.